Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Hier heute mal in einer ungewohnten Umgebung mit ein bisschen weniger Technik, aber wir machen das Beste daraus, hoffe ich. Heute erstellen wir im RPG Maker MV eine Uhr. Das Tutorial geht auch mit dem VX oder mit dem 2000 oder mit sonst irgendeinem RPG Maker, was ihr da gerade zu Hause habt. Dabei ist die Uhrzeit genauso schnell wie in der echten Zeit, das heißt 1 Minute ist im Spiel auch 1 Minute. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Tutorial. Hoffe, ich kriege das Ganze hin mit dem Audio und sowas. Wenn die Audio schlecht ist, dann kann ich nichts dafür. Ich habe das alles mit dem Handy aufgenommen. Muss ich jetzt provisorisch machen, da müssen wir durch, Leute. Beim nächsten Tutorial hört es vielleicht besser, vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Jetzt kommt aber das Intro und viel Spaß. Als erstes öffnen wir unsere Datenbank. Erstellt einen Parallelprozess und nennt den Schalter Uhrzeit. Dann klicken wir auf die leere Zeile und wählen 60 Frames Warten aus. Sollte euer Maker flüssig auf 60 FPS laufen, sind 60 Frames genau eine Sekunde. Klickt auf OK und direkt darunter setzen wir jetzt Variable Ändern ein. Benennt die Variable Sekunde, wählt bei Operator hinzufügen und bei Konstante 1. Somit wird jetzt jede Sekunde die Variable plus 1 gesetzt. Jetzt fügen wir eine bedingte Abzweigung ein. Wählt bei Variable Sekunde und das Gleichheitssymbol. Und bei Konstante wählt ihr nun 60 aus. Somit kommen wir erst in die Abzweigung, wenn 60 Sekunden vergangen sind. Klickt nun auf OK. Fügt nun in die Abzweigung Variable Ändern ein und setzt die Variable Sekunde wieder auf 0 und bei Operator auf Einstellen. Somit ist die Sekunde wieder auf 0 gesetzt, wenn sie 60 erreicht hat. Nun klicken wir direkt darunter und wählen nochmal Variable Ändern aus. Diesmal erstellen wir eine zweite Variable und nennen sie Minute. Setzt den Operator auf Hinzufügen und bei der Konstante wählt ihr eine 1. Nachdem das gemacht ist, klicken wir auf OK. Klickt nun doppelt unterhalb von Beenden und wählt bedingte Abzweigung. Jetzt wählen wir die Minuten. Setzt daneben das Gleichheitssymbol und bei Konstante 60. Jetzt klicken wir doppelt in die gerade erstellte Bedienung und wählen wieder Variable Ändern aus. Erstellt nun eine neue Variable und nennt diese Stunden. Wählt beim Operator hinzufügen und bei Konstante eine 1 aus. Jetzt klicken wir auf OK und klicken direkt darunter. Wählen Variable Ändern aus, diesmal wählen wir die Minuten. Operator auf Einstellen und Konstante auf 0. Somit werden die Minuten auf 0 gesetzt. Klickt auf OK. Jetzt gehen wir nochmal kurz zu der bedingten Abzweigung von den Sekunden und tauschen noch kurz die Reihenfolge der Variablen, so dass die Minuten oben stehen und die Sekunden unten. Denn wenn die Sekunden dort nicht mehr auf 60 sind, kann es sein, dass man aus der bedingten Abzweigung fällt und die Minute nicht mehr plus 1 zählt. Das sollte das Problem beheben. So, jetzt kümmern wir uns um die Stunden. Gehen wir nun ganz nach unten und klicken nach dem Beenden auf die leere Zeile. Jetzt wählen wir bedingte Abzweigung und wählen dort die Variable Stunden aus. Setzen Konstante auf 24 und wählen das Gleichheitssymbol aus. In dieser Bedienung wählen wir Variable Ändern aus, wählen die Stunden, Operator auf Einstellen und Konstante setzen wir auf 0. Somit haben wir, wenn es 24 Uhr ist, eine Anzeige von 0 Uhr. Nun klicken wir auf OK und verlassen die Datenbank und gehen zu unserer Map. Dort erstellen wir ein Event, nehmt irgendeine Grafik als Platzhalter. Klickt in die leere Zeile und wählt Text anzeigen aus. Dort schreiben wir es ist Doppelpunkt, dort fügen wir diesen kurzen Code ein, der die Variable anzeigen kann. Ich schreibe es euch in die Videobeschreibung,
damit ihr es einfach nur noch kopieren müsst. Die Zahl, die in der Klammer steht, müsst ihr noch ändern in die Zahl, was eure Variable ist. Bei mir sind die Sekunden auf 001, die Minuten auf 002 und die Stunden auf 003. Also gebe ich dort erst meine Stunden ein, also 003, dann setze ich einen Doppelpunkt, dann kopiere ich den Code, setze dort die Zahl 002 für die Minuten und das gleiche mache ich jetzt noch mit den Sekunden, die bei mir die Variable 001 ist. Die 00 am Anfang von meiner Zahl könnt ihr auch weglassen. Ich mache das nur zur besseren Übersicht. Klicken wir jetzt auf OK. Jetzt erstellen wir nochmal einen Platzhalter mit irgendeiner Grafik. Dort stellen wir die Uhrzeit ein, wählen Variable ändern. Dort setzen wir die Variable Minute auf 40. Achtet, dass ihr beim Operator Einstellen ausgewählt habt. Die Stunden setze ich auf 15. Somit haben wir es 15:40 Uhr. Die Sekunden brauchen wir nicht extra einzustellen. Setzt noch darunter den Schalter Uhrzeit auf an. Jetzt testen wir das. So, wir gehen zuerst zu dem Typ hin, der unsere Uhr startet. Danach laufen wir zu dem, der die Textausgabe macht. Wir sehen, es ist 15:40 Uhr und die Sekunden vergehen. Jetzt habt ihr eine Uhr erstellt, die genauso schnell läuft wie in echt. Solltet ihr eine Uhr brauchen, die schneller läuft, könnt ihr auch einfach die Sekunden löschen und stattdessen die Minuten als Sekunden nehmen. Dann entspricht eine Stunde eine Minute und ein Tag entspricht 24 Minuten. Das war's mal wieder mit dem Tutorial. Hoffentlich habt ihr wieder was dazugelernt. Falls ihr Fragen habt, immer in die Kommentare schreiben. Bis dahin, Tschüssikowski!